Please let me know after watching this video. Hi guys, it's violinist 지혜 Park. Welcome to my channel 재박TV. 안녕하세요, 바이올리니스트 박지혜예요. While I'm so blessed to play on the Guarneri violin that was made in 1735, I get many questions actually when I bring that violin to play. So I reached to a conclusion that so many people are interested to get to know more about the historical violin. So I visited the violin master Herr Körner. Ja, sie hatte hier mal eine Verletzung. Have fun! Ja, hallo, Herr Körner. Hallo. Also nach so vielen Jahren, immer wieder, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. So, was für eine Geige haben Sie vorzustellen? Ja, ich würde heute gern mal bei den ganz großen italienischen Meister von der Neapolitanischen Schule eine Geige vorstellen. Eine sehr schöne Niccolò Gaiano. Ah ja, ich hatte auch mal eine Chance auf diese Geige, von diesem Eigenbau gebaute Geige zu spielen. Das war sehr schön. Ja, es ist eine sehr große Familie, es sind einige Mitglieder, die Geigen gebaut haben. Der Vater Alessandro und dann die Söhne, die dann kamen und die Nachkommen über Niccolò, Ferdinand, Gennaro, Josef, Raphael. Also eine recht große Familie, die eine sehr lange Zeit in Neapel wunderschöne Instrumente hergestellt haben. Das ist eine Geige von Niccolò Gaiano gebaut, um 1760 etwa. Und die Gaiano-Geigen bürgen alle für Qualität. Es gibt selten eine Gaiano-Geige, die nicht klingt. Vielleicht möchten Sie sich überzeugen. Sehr durchgeglichen sozusagen. Es gibt nicht sehr schlechte, nicht. Ja. Ja. Also immer durchschnittlich sehr gut. Ja. Und Sie haben so eine durchschnittliche. Sehr gut ausgeglichen, von G-Seite bis zu hohem C oder so. Als ich auf Gaiano-Geige gespielt hatte ich immer das Gefühl, dass die Gaiano-Geige haben so einen Kern vom Ton her. Weil manche können auch haben nur so surrounded sounds, so Nachklang. Aber Gaiano hat sehr bestimmte Kernton, finde ich. Ja, und dieser Kern ist auch entscheidend für die Tragfähigkeit eines Tones. Also die Obertonpalette, die man da zum Hören bekommt, zum Schwingen bringt. Ja.
Okay, also dann kommen wir zu dem nächsten erstmal. Ja, jetzt waren wir im Süden von Italien. Jetzt würde ich Kurz. Ein bisschen näher dran. Ja, jetzt. Jetzt waren wir im Süden von Italien, in Neapel. Jetzt gehen wir in den Norden, nach Cremona. Das ist die Stadt von Amati und Stradivari. Genau. Jetzt habe ich hier eine Geige, ein Nachfolger von Stradivari, eine Lorenzo Storioni. Das ist die auslaufende Cremoneser Schule. Ja. Da ist die Kunst des Geigenbaus schon ein bisschen abgenommen. Es wurde ein bisschen einfacher, aber trotzdem noch sehr gefragte Instrumente gegenüber den neapolitanischen Instrumente, die Galliano mit dieser hohen Wölbung, sind diese Instrumente dann schon sehr flach. Ja. Das ist jetzt von 1850, also etwa 30 Jahre später, nein, von 1880, etwa 30 Jahre später bis 40 Jahre später wie die Galliano. Ja, also jedes Mal, wenn ich ein Abbild sehe, sehen sehr ziemlich ähnlich aus wie eine Stradivari, oder? Der Einfluss ist da, aber Storioni hat sehr schnell seinen eigenen Stil. Und Das ist eine späte Zeit. spätestens sehr warm, sehr schön. Dankbarerweise. Ja. Kann das sein, dass Storioni ein Schüler von Stradivari war? Nein, Ah. nein, aber er ist beeinflusst worden von Stradivari. Stradivari ist 1735 verstorben und Storioni hat erst viel später angefangen mit dem Geigenbau. Auslaufende Cremoneser Schule, sehr flach. Wir kommen dann schon ins 19. Jahrhundert rein, 1785 bis 1800. Und dann habe ich noch etwas ganz Neues, Ja. eine Geige von mir aus dieser Werkstatt. Sieht sehr, sehr schön aus. Ja, man versucht natürlich auch nach diesen alten Meistern zu arbeiten. Diese Klasse zu erreichen, das ist eben das A und O, was man gerne möchte. Ja. Das ist jetzt ein Guarneri-Modell del Gesù, eine ähnliche Ich habe Geige. schon Schmetterling im Bauch, um auszuprobieren. So schön. Peter Köhler. Ja, Vom und die, Jahr 2017, also sehr, sehr lange. ganz frisch, ja. Ja. Man hört schon dieser Guarneri-mäßige, warm und solistische Kräftigkeit, finde ich. Ja, es sind die Anfänge. Die Geige muss jetzt noch reifen. Ja, Sie natürlich. muss noch einige Jahre oder Jahrzehnte gespielt werden, bevor sie sich richtig gut entfalten kann. Sehr, sehr gut.
sehr, sehr oft vor, dass die moderne Geige häufig Ulf-Farben. Ja, Besonders auf der B-Seite. Aber das ist dankbarerweise nicht der Fall, ich glaube, auf dieser Weise. das auf dieser kann noch Weise. kommen. Das kann Ja? noch kommen, ja. Ach so, das kann noch mit Ja. der Zeit kommen. Die Doppelresonanz eines sogenannten Wolftones kann sich noch entwickeln. Jeder hofft natürlich, dass es nicht der Fall ist, aber fast jedes sehr gut gebautes und eingestelltes Instrument neigt zum Wolf. Stimmt. Also desto schöner die Geige klingt, umso mehr hat es Gefahr, Ulf zu haben, Ja. oder? Ja, ja. Also stimmt das, wenn man die Ulf jetzt wegmachen möchte, dann kann der Klang auch ein bisschen wegkommen. Es gibt verschiedene Methoden. Es gibt Methoden, da wird sich der Klang nicht verändern. Aber es gibt auch Methoden, wenn man mit Masse arbeitet, dass man dann schon die Seite, wo der Wolf eben sehr stark zum Vorschein kommt, ein kleines bisschen dämpfen muss. Ah, ja. Sehr schön. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Dankeschön. So gut an. Sehr kräftig. Ich hatte eine Frage und zwar, es hat ja so angefangen, ein Long Pattern zu bauen. Ja, Ab Stradivari war das, oder? ja. Das